Herzlich willkommen auf meinem Kanal Künstlerstreich. Das Wasser stellen wir auf die andere Seite. Ja, ich habe eine Idee, aber auch nur eine grobe. Jetzt wieder im Mittelteil fließen lassen und dann rechts und wahrscheinlich hier unten noch eine Abteilung haben. Also hier fließen und ja, mal schauen. Gedacht, ich fange wieder mit dem Krickeln an, aber dann hatte ich eine ganz andere Eingebung gerade. Ich möchte es noch willkürlicher haben, ich möchte es noch intuitiver haben. Deswegen zerkleinere ich hier einfach meine Kohle mit meinem Werkzeug. Ich mache die Fläche nass, bin schon sehr gespannt. Ja, so passiert hier nicht viel, aber es ist trotzdem schön, finde ich. Ich liebe Experimente, ich liebe es, ja, das Unvorhergesehene auch mit einzuarbeiten und natürlich die Linien, die mag ich. Also schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Okay, ich sehe schon, es ist fertig. Ja, daraus kann man natürlich wieder ganz viel ableiten. Fantastisch. Ich nehme heute keinen Kaffee, aber einen ähnlichen Farbton. Kaffee fließt toll und hier gebe ich noch ein bisschen Wasser dazu, damit es eben auch schön fließt. Der Vorteil ist, dass ich jetzt hier wieder viel und lange vor allen Dingen experimentieren kann, viel ausprobieren kann und schöne Effekte herausarbeiten kann. Dann gebe ich jetzt mal Weiß dazu und lasse mal laufen. Kann man noch einfach nur zugucken. Sieht doch schon klasse aus. So, jetzt ziehe ich einmal die Farbe wieder runter. Mal gucken, wie es dann aussieht. Tolle Effekte wieder. Ich überlege gerade, ob ich jetzt diesen Farbton da drauf gebe. Vielleicht nehme ich auch lieber diesen Farbton. Der ist nicht so türkis. Ich habe auf jeden Fall noch die Farbreste von dem anderen Bild und deswegen mache ich das jetzt einfach mal und gucke, wie das aussieht. Ich liebe ja den blauen Himmel und heute Morgen bin ich hierher gefahren mit dem Fahrrad und da schoben sich so schöne Wolken vor den Himmel und den Farbton mag ich total gerne. Deswegen arbeite ich jetzt hier einfach noch ein bisschen Kohle mit ein. Natürlich auch einfach schwarz dazugeben. Jetzt nehme ich aber mal den Pinsel. Wo ist der Pinsel? Hast du dich versteckt? Okay. Ja, im Prinzip, ja, eigentlich gefällt es mir schon total gut. Ich finde es schön so. Ich teile erstmal ein bisschen die Farbe noch. Und dann überlege ich jetzt auch, wie es weitergeht, gleichzeitig. Jetzt wieder diese Ecke und deswegen mal gucken. Da taste ich mich doch jetzt hier einfach mal ein bisschen dran. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und hier in dieser Ecke soll es halt ein bisschen floraler werden. Den Übergang nochmal zu der starren Form schaffen. Im grünen Bild habe ich das ja alles abgeklebt und du kannst es halt auch ohne das abzukleben machen und so ja, arbeiten. Hier viel weiße Fläche und da überlege ich halt, ob ich da den Farbton nochmal rüberhole. Die Aufteilung finde ich aber gut, deswegen muss diese Ecke jetzt dunkler werden. Und so blau-grau, da gebe ich nochmal Weiß dazu. Ah, jetzt mal ein Weiß. Alle. Ah, vielleicht reicht es noch. Ist dann noch ein bisschen, es muss noch weißer. Also ich brauche hier nochmal mein Weiß. Wo ist mein Weiß? Hallo. Ah, das kann man schlecht dosieren.
Ja, es ist viel weiß. Ich mische jetzt hier einfach auf der Fläche, aber der Farbton wird gut. Hier könnte noch so ein paar Tröpfchen hin. Ja, mach den Rand gleich mit, dann ist der nämlich auch gleich schön. Noch ein paar Krümelchen hier. Ja, vielleicht, ja, ich ziehe das hier einfach nochmal runter, dann ist das noch glatter, das gefällt mir gut. Hier oben noch ein bisschen. Ah, jetzt reicht's mir. Ah, ist nicht schlecht. Dann siehst du es auch gleich hier. Ich kippe mir das oft von der großen Flasche einfach in die kleine. Dann kann ich das schön damit dosieren. Die große Flasche ist, glaube ich, auch etwas günstiger als die kleine. Ich weiß es aber jetzt gerade nicht. Ach, ein Klecks. Hier siehst du, naja, soll da wohl etwas weiß hin? Ich weiß es nicht. Ich male es mal ein bisschen an. Ja, aber hier läuft es nicht genug. Da gebe ich nochmal Wasser zu. Kann das da auch einfach laufen für sich. Was Schönes machen. Mal gucken. Diese Ecke, die gefällt mir noch nicht. Da fehlt etwas. Ich weiß nicht, experimentiere. Mal gucken. Ich nehme das wieder weg. Ich glaube, ich mag das nicht. Ich probiere mich nochmal da oben an der Ecke aus. Ich habe ja hier den Farbton auch als Kreide. Und wenn ich jetzt hier was drauf gebe, also ich finde den Farbton ganz schön. Der ist hier und das ist so der ähnliche Farbton. Aber ja, es ist halt nachträglich und das andere ist halt entstanden. Ich überlege gerade. Ich könnte jetzt auch natürlich das einfach als Pigment machen, draufbringen. Das kannst du natürlich auch machen. Ja, ich glaube, ich lasse es so. Jetzt habe ich mich wieder ausgetobt, habe viel experimentiert. Hier die Fläche finde ich total schön. Die ist ja zufällig entstanden und diese Dreieraufteilung finde ich auch ganz gut dadurch. Jetzt kann ich es auch hochkant natürlich hängen oder quer. Ja, ich hoffe, gleich scheint noch die Sonne, wenn ich zurückfahre. Dann schaue ich mir das Laub an und den blauen Himmel. Vielleicht schiebt sich sogar eine Wolke davor. Ja, kann aber die Sonne natürlich auch bleiben. Ich hoffe, du greifst jetzt auch einfach zu deinen Farben oder gehst noch mal kurz raus an die frische Luft und dann legst du einfach los. Also danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, danke für dein Abo und danke für deinen lieben Kommentar. Dankeschön.
Mal in meinem Buch auf Seite 16, da habe ich dir was zu der Bildaufteilung in Bereiche geschrieben. Da ist ein kleiner Artikel halt drin mit dem Grundverständnis, glaube ich, kannst du sehr gut arbeiten und kannst dich auch mehr an der Bildaufteilung orientieren und kannst eben auch sehen, wie ich jetzt hier oder auch in den letzten Videos eben gearbeitet habe. Ja, da kannst du noch mal reinschauen. Also viel Spaß mit dem Buch. Ich freue mich, dass ihr das Buch habt und ja mit mir so durch die Zeit geht und wir hier gemeinsam diese Zeit auch verbringen. Ich freue mich total über den lieben Chat. Das macht so einen Spaß und ja, so starte auch ich meinen Sonntag ganz inspiriert mit euch. Also Dankeschön und einen schönen Sonntag. Tschüss.